call is now being recorded. Okay, guten Morgen, Leute. Wir machen heute ein neues Thema oder lernen eine neue Art, ein neuer Typ von Poesie in diesem Unterricht und diese Poesie heißt konkrete Poesie. Hat jemand dieses Wort, diesen Begriff schon mal gehört oder ist das komplett neu? Er ist neu. Okay, Neu. ja, okay, hab ich mir gedacht und deswegen habe ich euch gestern dann in die Gruppe einen PDF geschickt mit allen ein paar Informationen über diese Art von Poesie und vielleicht habt ihr das, sonst habe ich das auch hier. So, eine konkrete Poesie ist natürlich, wie der Titel sagt, eine neue Art von Poesie. Und das ist eine avantgardistische Strömung der Literatur. Was ist avantgardistisch? Das können wir hier ganz am Ende lesen. Der Begriff oder das Wort stammt oder kommt aus dem Französischen. Das ist kein deutsches Wort, sondern ein französisches Wort. Und Avantgarde war eine politische und künstlerische Bewegung. It was a political and Artistic Movement, entstanden in Frankreich und das war die postmoderne Kunst. Und in dieser Zeit gab es in vielen Ländern und besonders in Frankreich ganz viele Änderungen in der politischen Situation und auch in der Kunst. Die Kunst war dann moderner, repräsentativer und die Kunst war jetzt auch offener. Das war sozusagen eine revolutionäre Zeit für die Kunst und für die Politik, aber auch für die Literatur. So, wie war es eine neue Zeit für die Literatur? Das lesen wir hier. So, das war eine avantgardistische Strömung der Literatur. Es gab sehr viele Änderungen in dem politischen System, auch in der Kunst. Und diese Veränderungen hatten einen Effekt auch auf die Literatur. Und dann hat man angefangen, experimentelle Dichtungen zu machen. Man hat versucht mit Dichtung, noch ein Wort für Dichtung ist Literatur. Man hat versucht, mit Literatur ein bisschen zu experimentieren und nicht immer das Alte, das immer Dagewesene zu schreiben. Man wollte neu experimentieren, man wollte etwas Kreativeres machen, man wollte über neuere Themen schreiben, über die man nie geschrieben hatte. Man wollte einfach die Poesie ein bisschen modernisieren. My voice is breaking. Ja, mein Wi-Fi sagt, es ist schon alles in Ordnung. Vielleicht kann ich ein bisschen lauter sprechen. Ist das jetzt etwas besser? Erstmal. Ja? Okay. So, man wollte in dieser Zeit ein bisschen experimentieren mit der Dichtung oder mit der Literatur. Man wollte etwas Neues machen, über neuere Themen schreiben. Man wollte die Poesie ein bisschen modernisieren. Das ist ein Verb, etwas modern machen heißt etwas modernisieren. Und so aus diesem Gefühl kam die Idee von konkreter Poesie. Also konkrete Poesie ist eine experimentelle Dichtung und das ist eine moderne Poesie. Das ist eine moderne Art oder moderne Methode, Poesie zu schreiben. Bin ich jetzt gut hörbar? Ja, könnt ihr mich jetzt gut hören? Ja. Ja. Okay. So, in dieser modernen Form von Poesie gab es einige
neue Sachen oder es gab ganz viele Änderungen. Und eine Änderung war, es gab für das Gedicht keine bestimmte Form. Wir sehen, dass normalerweise sind die Gedichte ja, es gibt Zeilen, ne? Es gibt Verse. Verse ist eine Zeile, when we're talking about poem, then they are not called lines of poem, they are called the verses. Even in English, it is called verse, die Verse. Okay? So, es gab keine bestimmte Form. Normalerweise sind Gedichte, poems are like, there are lines or there are verses and there are paragraphs, one after the other, if at all. Na? Es gibt dann Verse und es gibt Abschnitt. Abschnitt ist Paragraphs. Aber diese Formen, ich habe beide Wörter in den Chatbox geschrieben, aber diese neue Form von Poesie hatte keine bestimmte Form. Die hatte auch keine bestimmte Struktur und auch keinen bestimmten Textgestalt oder Textform sozusagen. Ja, die waren ganz random. Und das Ziel war, was wollte man durch die konkrete Poesie machen? Man wollte durch die konkrete Poesie ein paar sprachliche Elemente, wie zum Beispiel Grammatik oder Bedeutung oder, naja, Spellings, äh, Capital and Small Lettering, alles von ihrem Sinn lösen. Man wollte diese Sachen etwas weghalten. They want this kind of poetry doesn't really believe in all these sprachlichen Elemente like grammar or how a certain word is written spelling wise. If it is a noun, then the first letter has to be capital. If it is not a noun, then not. Interpunktion, Punctuation Marks. Man wollte das alles weghalten. Die Dichter, the poets von dieser Zeit haben geglaubt oder meinten, man braucht das nicht. Nobody needs a proper grammar, correct spellings, or the right kind of punctuations. What one needs is the understanding when you are dealing with a poem or with a literary text. Das war das Ziel, sprachliche Elemente von ihrem Sinn zu lösen. Sinn bedeutet their real sense. It is not required. We can just forget about these sprachliche Elemente. We can just kind of separate them out. Die sind nicht so wichtig. Und daher sind konkrete Poesien oder die Gedichte, the poems which are called as konkrete Poesie, sie sind frei von grammatischen Regeln. No grammar rules are applied, not always. Accusative, dative, adjective ending, verb conjugations und so weiter. No, not necessarily. Or Satzbau. Subject first position, verb second position, object third position, Modal Verb, Verb am Ende, Perfekt, Partizip-2-Form am Ende. Nein. You can write anything, anyhow. Sneha, heißer ich, Sneha, Sneha, ich heißer. Anything is fine. Oder Wörtern. Lieber. Generally one writes it with Liebe, but I will write Leibi. Ja? Oder Buchstaben. Nomen schreibt man das erste Alphabet, die erste Buchstabe groß, aber nein, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht. Ja? So war die konkrete Poesie. Und es gab aber auch sehr viele visuelle Elemente in dieser Poesie. Die waren nicht nur Wörter, also die waren nicht nur aus Wörtern, sondern auch manchmal aus einer, einer ein paar visuellen Elementen. So daher nennt man die konkrete Poesie als auch visuelle Poesie. Auch das Visuelle kann uns sagen, was das Gedicht bedeutet oder was der Dichter, the poet, mit diesem Gedicht uns sagen möchte. Ja? Über äußere Form eine Aussage vermitteln. Es gibt immer eine Aussage, there's always a statement
that is made or that is being told through the konkrete Poesie. Und manchmal gibt es auch eine akustische Dichtung, das heißt nicht nur visuelle, sondern manchmal auch hörbare Elemente. Something that we can hear, some acoustic elements to that. Ja, so diese Poesie, die konkrete Poesie, haben visuelle und akustische Dimensionen. Ja, und die konkrete Poesien sollen nicht besonders immer lang sein. Ne? It doesn't have to be like four paragraphs, every paragraph has four lines, four verses and so on. Nein, durch Wörter, knappe Sätze, ganz kurze Sätze oder manchmal nur Zeichen oder Symbole oder Bilder, große, tiefe Äußerungen auf indirekte Weise. So one doesn't necessarily need sentences, paragraphs, a whole text as a concrete poesy. It can be just a few words or just one word. It can be really small sentences, at times just symbols or pictures, and they have große, tiefe Äußerungen. They have deep expressions hidden in them, which we as Readers, wir als Leser sollten das interpretieren. Ja? Und es gab oder es gibt bei konkreter Poesie auch eine didaktische Funktion. There's also something as a didactic element in that, und das ist die Grammatik. Durch die konkrete Poesie kann man manchmal auch einige grammatische Themen lernen. Ja, and what I mean by that, I will tell you when we do a few Beispiele. Ist das ein bisschen klar, was die konkrete Poesie bedeutet? Ja, Ja. 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 So, Deutschland, in Deutschland kam die konkrete Poesie in den Jahren 1960. Und wir wissen, was in Deutschland, besonders in Westdeutschland in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts los war. Es gab die große Koalition, APO, also sehr viele politische Bewegungen, ne? The way we saw here, politische Bewegung. So es gab die große Koalition, es gab die außerparlamentarische Opposition in Deutschland. So on political level, things were rapidly changing in Germany, especially I'm talking about West Germany, we're not talking about East Germany right now. Deutschland ist schon jetzt zwei geteilte Länder, das ist nicht ein Land. So, wir sprechen über Westdeutschland. So politisch gab es sehr viele neue Sachen, sehr viele Bewegungen, Änderungen und so weiter. Das war eine revolutionäre Zeit für die Politik. Aber dann haben wir auch gelesen, dass es in dieser Zeit eine Studentenbewegung gab, und diese Bewegung oder diese Proteste waren gegen viele Sachen über das Universitätssystem, über das Syllabus in den Universitäten, über den Vietnamkrieg, über die Notstandsgesetze und so weiter und so fort. Und die ganze Stimmung in Deutschland, the entire mood of West Germany was pretty protesting kind of. Jeder wollte einfach protestieren. It was just in the air. You know, the protest wala mood was just in the air. Und da hat es angefangen in Deutschland, dass es konkrete Poesien gab, und man wollte einfach alles gegen die Regel machen. No? It's like at times, even in life, there's a phase. I hope you haven't experienced that, and I hope you never experienced that, but I have heard from people that there comes a phase in life where you just want to oppose anything and everything. Or maybe when you're growing from a kid into a teenager, or from a teenager into an adult, there are a few hormonal changes that happens in a human's body, and you just want to oppose everything, especially your parents, your family. बाबांनी असं सांगितलं, मग आता मी त्याच्या विरुद्धच करणार und so weiter. Also es gibt diese Proteststimmung. So eine Proteststimmung gab es auch in Westdeutschland in den 60er Jahren. Und da haben die Dichter gesagt,
Grammatik. Ich muss immer das Verb auf der zweiten Position haben. Nein, das möchte ich nicht. Warum? Nee, ich möchte das Verb auf die erste Position haben. Dann habe ich das Verb auf die erste Position. Nomen muss man immer das erste Alphabet groß schreiben. Why? Why should I do that? No, I won't do that. I'll write all the nouns, even the first letter small. Oder punctuation marks, Punkt, Komma, Fragezeichen. No, I don't think I need that. My literature is or my writing is more than just punctuation marks. Nein, ich gebe keine Interpunktionen. Ich gebe kein Komma, keinen Punkt, nichts. So aus dieser Proteststimmung kam auch war oder wurde die konkrete Poesie in Deutschland geboren. Okay? Ja. Und dann habe ich für euch hier einige Beispiele. Okay, wir können hier anfangen. Ja? Gibt es in diesem Gedicht Sätze? Gibt es in diesem Gedicht Sätze? Ja oder nein? Sehr einfache Frage. Gibt es in diesem Gedicht Sätze? Ja oder nein? Vielleicht. Hm? Es gibt Sätze. Kannst du, Ja. Anuja, einen Satz hier lesen? Gibt es hier einen Satz? Nein, es gibt hier Nein. keine Sätze. Es gibt nur Wörter. Welches Wort ist das? Apfel. 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 Genau. Apfel. So, das ist ein Apfel. Nein. Nein, das ist kein Apfel. Kann man nicht ein bisschen verstehen, dass die Form auch wie ein Apfel ist? Ich denke ja. Denkt ihr auch? Ja. 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 Und, und welches Ja. Wort lesen wir dann in dieser Form? Nee. Wir sind bei Ordnung in diesem Gedicht anderer. hier. Kannst du meinen Cursor sehen? Ja. Welches Wort Ja. sehen wir hier? Apfel. Ja. Nur Apfel oder gibt es auch ein anderes Apfel. Wort? Ja. Wurm. Wurm. Ja. Wurm. So Apfel, Apfel, aber dann Wurm. Was sagt das über den Apfel? What does this one word say about the apple? If you know what is the connection between Apfel ist vielleicht, es ist nicht ja, gut, genau. kharab Yes, exactly. Der Apfel ist jetzt infektioniert, weil in dem Apfel jetzt einen Wurm gibt. And what happens when there's one worm in an apple? What do you think would happen after 2-3 days? It will get spoiled. Rotten. It Mhm. Genau. Na? Auch ein Wurm kann den ganzen Apfel kaputt machen. Man kann dann den Apfel nicht essen. Nur ein Wurm kann die Qualität von dem ganzen Apfel fertig machen oder schlecht machen. So imagine there might be 100 apples written in here, but it needs only one worm to destroy the apple. What can you have this entire concept? Can you have this entire concept and think about it in respect of world or life? Apple. Overall, one worm und der Apfel ist jetzt schlecht. What does that say about the world or about the life? Does it say anything? Darfish. Ja.
I'm sorry, I can't conversate in German, but I will speak in English first. Hmm. Uh, with one mistake, this life can be spoiled if you don't listen or you don't go through the correct path, maybe. Genau. Ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Interpretation. And what Shreya did right now is called interpreting something. And there can be hundreds of interpretations. Shreya chose one, saying, auch ein Fehler, one mistake oder eine schlechte Sache im Leben, one bad thing in life, kann das ganze Leben zerstören, can destroy our whole lives. Oh, life, sorry. Na, ein Fehler kann das ganze Leben zerstören. Gibt es noch weitere Interpretationen? Can we interpret it in some other way? Hello. Hmm. Man Ja. sagt in मराठी एक आंबा अख्खी पेटी खराब करतो. So Hmm. gleich Dinge macht hier, dass ein Wurm kann die ganzen schlecht machen oder eine schlechte Person kann die voll uh, like Ganze. affect the society. A bad person can affect the society. Ja. Na, so Rutuja, sorry, oh God, sorry. Ja, Rutuja sagt, eine schlechte Person kann die ganze Gesellschaft schlecht machen. Now, one bad person in the society, and I'm so society, I'm not talking about a housing society, in general, a society. So, one bad person in the world or in a particular country, city, wherever, is enough to kind of spoil the entire society. Yeah? Or one bad person can just have a very big effect on a larger group. Ja, ich interpretiere das, der Abfall ist wie ein Freundeskreis, eine Gruppe von Freunden. Ja, alle sind gut, alle gehen jeden Tag zum College, alle machen Hausaufgaben, alle machen ihre Karriere ganz gut, sie haben Träume, Wünsche, Ziele, alles. Aber dann gibt es eine Person in der Gruppe, er ist ein freches Kind oder er ist ein frecher Junge oder ein freches Mädchen. It's a naughty person in the group. Er trinkt Alkohol, vielleicht raucht er, vielleicht macht er keine Hausaufgabe oder sie, die Person macht keine Hausaufgabe. Und dann, die Person ist immer nur auf Partys und das affektiert auch die anderen. Und die anderen dann interessieren sich auch für Alkohol trinken, für Rauchen, Bunking Lectures und so weiter. Ein Wurm hat den ganzen Apfel zerstört oder schlecht gemacht. Na, versteht ihr? Ja. Yeah. Ja, Okay. Gut, dann gehen wir zu Ja. dieser. Ich möchte auch das Ja. gleich. Ja. Oh, du wolltest auch das Gleiche sagen. Okay. There's a network problem on my Ja, ich stimme mit dir zu side. und ja, ich möchte auch das Gleiche sagen. Yeah. Okay, Anuja, danke. Shreya, is there a network problem from my side or are you saying from your side? Can you all hear me properly? Yeah, no? ja, Ja. Ja. Und dann imagine, so das ist ein Gedicht, Leute. Yeah. Das war ein Gedicht. Es gab keine Sätze, es gab keine Wörter, es gibt nur zwei Wörter. Es hat eine visuelle Form. Man kann hier so eine Form von einem Apfel sehen. Und das ist eine konkrete Poesie. You do not need sentences, paragraphs, logical sentence structure, nothing. Aber das ist trotzdem ein Gedicht, something that we can see a little bit of reading and understand a lot more than what is just given here. No?
two words, apple and worm, but we can think of so many different things from that. Das ist Interpretation. Yeah, and everyone can have a different idea or have a different interpretation. Let's go to a relatively smaller one. Das ist ein Gedicht. Das Ganze hier, if you can see my cursor going round and round, das ist ein Gedicht. Was glaubt ihr, was ist das Wort hier? Verlieren. Okay, verlieren. Und was ist dann mit dem I hier Vielleicht oder verlieren. IE? Ist es Hm. Die Lehrplatz. Wie bitte? ist es verloren, deshalb O ist verloren. Ja, Daksha, sehr gut. Das Wort heißt verloren, aber das O ist hier nicht. Was ist mit dem O? Das O ist verloren. Ja, und so heißt das Gedicht verloren. Versteht ihr? Ja. 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 Ja, verloren, aber das O ist verloren. Und etwas Ähnliches, something similar, was ist das Wort Entflogen. hier Vielleicht. vielleicht? Ja, entflogen. Aber was ist mit diesem O hier? Warum ist das hier und Vielleicht nicht hier? O ist geflogen. Ja, genau. Das O ist, das O fliegt und jetzt ist das O entflogen. Es ist nicht mehr hier, das O ist entflogen. So zum Beispiel ein Flugzeug ist hier at the runway und dann das Flugzeug ist entflogen. Ja, und das ist ein O und das O ist entflogen. Und das Gedicht heißt, you can see a small word in here, das Gedicht heißt fliegendes O. Ja, das O fliegt, daher fliegendes O. Und dieses Gedicht heißt konkrete Auslassung. Auslassung is to kind of get rid of something. And the O has been gotten rid of in here. Und dann kommt noch ein Gedicht. Welches Wort sieht man hier? Das hier. Kann man hier etwas lesen? Schweigen. Ja, schweigen. Was bedeutet schweigen? Schweigen. Ja, aber was bedeutet schweigen? To remain silent. Silent. Ja, genau. Nicht sprechen ist schweigen. Something that a lot of my students do in lectures. Ja? So schweigen ist nicht sprechen. Und dann schweigen, 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 schweigen. Was glaubt ihr? Can you interpret something out of this poem? Könnt ihr was interpretieren? A break or a blank. Genau. So, das ist sozusagen eine Schweigpause. Ja, das Mhm. Ja, Maybe keeping silent for a lot of time, but then you can't keep your silence to you, and then you break immediately at once. okay. So if you see, okay, so vielleicht was sie meint, hier in the central position, in the mid part, schweigen. Nothing is being spoken. But some or the other time, one needs to break the silence, and once the silence is broken, the silence looks something like this. The silence looks nothing like silence. The silence is, in fact, the opposite of silence. Schweigen, 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 schweigen. Ja? I always get a feeling from this poem. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, ich möchte nichts sagen.
Ich möchte lieber schweigen. I do not want to say anything on this topic. I'd rather just keep mum. Und dann sagen sie 100 Sätze. Yeah, and then they would speak like 100 things, and then at the end say, yeah, but then you know what? I'm not going to say anything about it. Gibt es solche Leute? Ja. Ja. Ich glaube, ich bin auch ein davon. Yeah, even I at times if I'm kind of in a quarrel with someone and I'd say, you know what, I'm not gonna say anything. And then I would say a lot of things. Yeah. So yeah, I think I resonate well with this poem. Und dann, sorry. Mein Laptop macht manchmal so komische Geräusche. Und dann kommt es hier das letzte Gedicht. Once again, quite a visual in the Gedicht, if you can see. Sorry. Was das Wort? Ordnung. 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 Ja, alles ist gut, alles ist in Ordnung, alles ist ja kein Problem. So Ordnung. Und dann, Etwas nicht The im things got scattered. ja, ne, things get scattered. Or Daksha, glaube ich, hat gesagt, etwas. nicht in Ordnung. Ja, etwas ist dann nicht in Ordnung, aber dann wieder. The UM from the middle is like shifted in the front. Exactly. No? So how from Ordnung it becomes Unordnung. From everything going well to some things not going well, but again back to Ordnung. Was ist das? Where does this happen? Ordnung. Dann plötzlich Unordnung, aber dann wieder doch Ordnung. It's like everything we do in everything is like perfect, but some one small mistake can make everything unordnung. Hmm. And then we resume back. I mean, we fix that up. Yeah. Maybe Sorry, Veera, please. Yeah. no. I said maybe that's the message from this. Okay, sehr gut. So, das ganze Gedicht repräsentiert das menschliche Leben. Na, eine Person ist perfekt, alles in Ordnung, keine Probleme, alles funktioniert ganz gut. Aber dann, etwas ist nicht perfekt, etwas ist nicht in Ordnung, Unordnung. Aber naja, das Leben ist so, it comes back on track some or the other time und dann wieder Ordnung. So ist das Leben eben. Ja, gut. Problem, Ja. naja, aber dann wieder gut. Und dann wieder vielleicht Problem. Und dann wieder gut. Dann vielleicht Problem, aber dann wieder gut. Ja, so it's always like that. The hiccups, the ups and downs. Mhm. Ja. Oder ich interpretiere das Gedicht einfach wie kein Corona. Oh Gott, Corona. Februar, März 2020, August, September, Oktober, November, Dezember 2020 Unordnung. Januar 2021 vielleicht Ordnung. Na? Imagine, the poem was written I don't know when, and yet we can make sense out of that. And we can just have our own interpretation depending upon the situation we are in, the conditions that we are living in, und so weiter. Ja? Okay? Ja. Ja, so das sind konkrete Poesien. Ich hoffe, dass das klar war. Ja? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Gut. Dann
Ich möchte sehr gerne, dass ihr ein bisschen, ich habe hier alle in Punkte geschrieben, versucht bitte aus diesen Punkten einen Text zu schreiben und dann diese fünf konkrete Poesien zu beschreiben, describe und zu interpretieren. Okay, schreibt bitte einen kleinen Text über dieses ganze Blatt. This is kind of your help or your reference paper from which you have to write a text. Okay, das ist die Hausaufgabe und ihr schickt mir die Hausaufgabe per Mail, direkt in WhatsApp, egal wie ihr das wollt. Aber ich möchte, dass alle sollen versuchen, diesen Text zu schreiben. Okay? Yeah. Ja? Super. Dann das ist alles für heute und wir sehen uns dann in den nächsten 15 Minuten. Weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir sehen uns dann für General-Unterricht. Okay? Yeah. Yeah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.